und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch 3 einfache Atemübungen zur Kontrolle des Atems beim Blockflöte-Spielen. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Beim Blockflöte-Spielen ist ja wichtig, dass ihr tief ein- und ausatmet unter Beteiligung des Zwerchfells, also mit einer sogenannten Atemstütze, damit ihr die Luft dosiert durch die Blockflöte blasen könnt und rauslassen könnt aus eurem Körper. Wie ich schon in früheren Videos mal erzählt habe, hat ja, und wie ihr wahrscheinlich selber wisst, hat ja die Blockflöte keinen Widerstand in dem Sinn am Mundstück. Also da kann man ja einfach ganz leicht reinblasen und muss ja eher darauf achten, dass nicht alle Luft auf einmal in die Flöte geht und der Ton dann so plump und zu laut eigentlich klingt. Also das, was im Prinzip Kinder oft machen, wenn die anfangen Blockflöte zu spielen, erstmal volle Pulle reinpusten. Das können wir natürlich nicht gebrauchen, um schön zu spielen. Wir wollen die Luft führen, also wie gesagt dosiert durch die Blockflöte rauslassen. Natürlich ist dann wichtig, dass man vorher richtig eingeatmet hat in den Bauch hinein. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, schaut euch das unbedingt an. Aber wir wollen jetzt einfach mal mit 3 einfachen Übungen dieses dosierte Rauslassen trainieren. Ihr könnt diese 3 Übungen ganz einfach machen mit dem, was ihr zu Hause habt. Nämlich Übung 1 wäre eine Feder blasen. Diese Feder so sanft mit meinem Atem zu berühren, dass sie nicht in einem Mal wegfliegt, sondern ganz langsam ihren Weg macht. Hätte ich jetzt in einem Mal zu fest geblasen, dann wäre sie in einem Rutsch weggeflogen. Und wenn ich nicht gleichmäßig geblasen hätte, hätte sie geruckelt sozusagen. Und wenn ihr das mal ausprobiert und ihr habt vielleicht eine Feder zur Hand oder einen ähnlichen, ganz, ganz leichten Gegenstand, wirklich federleicht, haha, dann probiert das mal aus und achtet mal drauf, wenn ihr diese Übung macht, dann spürt ihr nämlich in eurem Bauch so einen kleinen Widerstand, den ihr benutzt, um diese Feder eben gleichmäßig ganz langsam zu bewegen. Und das ist eigentlich, was man bei der Atemstütze im Körper spürt und was man beim Blockflöte-Spielen bei Tönen, die man spielt, eben auch machen kann. Falls es nicht auf Anhieb klappt, habt ihr was zum Trainieren. Übung 2 ist ganz ähnlich, aber diesmal mit einer Kerzenflamme. Die darf wackeln, aber nicht ausgehen. Und sie sollte auch möglichst gleichmäßig wackeln. Also das ist nicht ganz leicht, aber versucht mal so zu blasen, dass die Kerze relativ gleichmäßig wackelt, also sich nicht mal total flach legt und dann kaum sich bewegt, sondern versucht auch da diese Gleichmäßigkeit reinzubekommen und auch hier mal auf euren Körper achten, dass ihr das im Bauch spürt. Das kann man fast nicht verhindern, dass man das merkt. Und Sinn dieser Übungen ist einfach nur mal auch das Gefühl zu bekommen, wo kann ich in meinem Körper den Atem steuern. Und dann hätten wir Übung 3. Das kann wirklich jeder zu Hause machen, nämlich den Spiegel anhauchen. Und zwar so, dass er in einem Atemzug so weit wie möglich beschlägt. Und da versucht auch langsam und lange zu blasen und nicht schnell und heftig. Es geht ja darum, ihr wollt ja auch diese Strecken schaffen. Also wenn ihr einen längeren Ton spielt oder eine ganze Passage mit Tönen, ohne zwischendurch zu atmen, einzuatmen, dann braucht ihr diese Art der Atemstütze. Das ist also alles ganz simpel, diese 3 Übungen, das waren sie eben auch schon.
Die sind nur dazu da, dass ihr einfach mal spürt, wie man das machen kann und wie fein das eigentlich eingestellt ist, weil bei allen 3 Übungen, wenn ich da zu fest blase oder zu wenig, dann passiert eigentlich nicht das Erwünschte. Und so ist es auch beim Blockflöte spielen. Wenn ihr zu zart, zu wackelig, zu wenig gleichmäßig blast, kriegt ihr so einen wackeligen Ton. Und klar, wenn ihr in einem Mal alle Luft rauslasst oder sehr viel Luft, kriegt ihr einen viel zu lauten, plumpen Ton. Oder es wechselt sich eben ab, mal laut, mal leise. Und das ist natürlich, was wir nicht gebrauchen können. Ja, das war's schon. Ich hoffe, dass diese Übungen euch Spaß machen. Man kann natürlich das noch mit ganz anderen Sachen machen. Man kann im Frühling eine Pusteblume nehmen und die Dinger alle auf einmal wegpusten. Man kann natürlich die Kerzen vom Geburtstagskuchen nicht ausblasen, sondern nur beugen. Also euch fallen bestimmt noch Sachen ein. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob euch diese Übungen gefallen und ob ihr noch andere Ideen habt. Und ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag. Tschüss!